Hallo liebe Schützen, wir schauen in eure Energie für den nächsten Monat mit dem großen Blatt für das Kollektiv der Schützen. Und ich bin natürlich gespannt, was ich euch mitteilen darf. Wow, ihr habt schon mal Wunscherfüllung und Entscheidungen. Das kann jetzt hier sein, dass etwas in Bewegung kommt, das euch eine Option zukommen lässt, die euren Wünschen entspricht. Ein Weg, der aufgeht, eine Möglichkeit. Ich habe an sich für den nächsten Monat für euch möglichst Optionen, die genutzt werden, auch auf 2 Wegen, auf mehreren Wegen, die sehr eure Herzensangelegenheiten beinhalten. Also etwas, was euch ein Herzensprojekt ist, was euch am Herzen liegt. Man sieht hier ein Gefühl auch, dass man sich zum Beispiel für eine neue Liebe entscheidet, das Gefühl des neuen Verliebtseins, dass man vielleicht in der Liebe auch andere Themen angeht. Das heißt, man sucht einen anderen Weg, mit seinen Herzensangelegenheiten umzugehen, sodass diese möglichst liebevoll gehalten werden. Ne? Für einige kann es auch sein, ihr kriegt hier so einen partnerschaftlichen Dreh, der ziemlich gut ist, eine aufklärende Bewegung in allem, was Beziehung und Herzensangelegenheit hier mitbringt. Kann auch ein Neubeginn für einige sein, ein neues Kapitel. Es kann hier der Möglichkeiten viele sein, denn wir haben erstens mal das Beziehungsleben und die Liebe. Wir haben alles im vertraglichen Bereich. Wir haben Berufsthemen, die sich hier neu auf den Weg mit neuen Möglichkeiten machen. Und es kann ja auch sein, dass ihr berufliche Umbrüche habt, wo Kollegen oder auch eure eigenen Kinder mit beschäftigt sind. Ja? Das Karma-Kreuz liegt ja im Haus der Guten drin. Das heißt, es zeigt sich hier irgendetwas, da darf man sich für sich streitig machen. Da darf man aufstehen für sich, klären. Ja? Nicht hinnehmen, dass man jetzt das oder das geboten kriegt, denn wir haben hier auch karmische Wege. Das heißt, ein Stückchen Lebensaufgabe, das euch hier tatsächlich eine Möglichkeit mitbringt, im kleineren Bereich auch mit den Dingen besser oder leichter umzugehen. Lass mich weiter gucken. Da, wo Stagnation war, da kommt ihr jetzt langfristig in die Auflösung und auch weiter. Viele Dinge kommen hier an die Oberfläche, wo ihr euch so bewusst werdet, wo hat es eigentlich gehakt, wo bin ich nicht vorangekommen, warum bin ich nicht vorangekommen, wo habe ich Umwege gefahren, weil ich das musste, weil das Außen das gefordert hat. Hier haben wir für alles, was Neubeginn beinhaltet, egal in welchem Bereich, ne? Die Wege, und hier im Haus des Neubeginns haben wir die Harmonie drin. Also hier wird etwas angestrebt oder angezeigt, das Möglichkeiten mitbringt, auch einen Kampf irgendwie zu beenden, eine Blockade wieder ins Fließen zu bringen, ein Wissen, das aufgeht, das man hier braucht. Für einige ist es auch eine berufliche Entscheidung oder ein neuer Weg im beruflichen Bereich. Und ihr Lieben, in eurem eigenen Haus liegt die Sonne drin. Eigentlich ein total schönes Kartenblatt, denn hier haben wir Veränderungen mit der Sonne. Die betreffen hier sehr viele Bereiche. Es könnte fast schon so ein bisschen ein Rundumschlag an Veränderungen und Neubeginnen sein. Hier habe ich auch den häuslichen Bereich, die Umgebung mit dabei. Hier im Haus des Hauses haben wir den Klee drin. Hier ist es also möglich, sich neue Kapitel zu öffnen, die den Alltag sehr beglücken. Die Seele auch so ein bisschen in eine andere Energieschwingung bringt. Ne? Hier geht halt sprichwörtlich die Sonne auf bei den Veränderungen, die wir hier haben.
Die Finanzen sind ein Thema, die finanzielle Sicherheit, die sich hier zeigt. Wir haben hier im Haus der Finanzen den Schlüssel drin. Das heißt, hier gehen einige neue Türen auf. Möglicherweise auch aus einem Bereich, der euch jetzt noch nicht so richtig bewusst wird. Wir haben hier die Blumen dabei. Es kann jetzt mit der Selbstständigkeit zu tun haben, mit Ämtern und Behörden und mit einem Weg, der sich noch offenbaren wird. Es kann ja auch Geld sein, das aus dem Vitalitätsbereich kommt, also irgendeiner Stelle, die damit zu tun hat. An sich liegt die Geldkarte hier in kleineren Zuwachs auch drin. Ja. Das Thema Geld und überall da, wo eine Unruhe oder ein Kampf mit dem Thema Geld ist hier sehr als Erleichterung angezeigt. Das Einzigste, was ich habe hier, ist, dass ihr wirklich sehr, sehr viel nachdenkt. Also man hat hier sehr gedankenlastiges Kartenbild. Man hat hier aber auch eine erhöhte spirituelle Phase, Gabe, eine Möglichkeit, tief zu gucken und auch, ja, ich sag mal, das geht fast schon an die HSPler, ne? Die Schwingung ist erhöht, man spürt sehr vieles, man nimmt alles wahr, man kann vielleicht auch anders mit den Dingen umgehen, wie man sonst könnte. Das Thema Arbeit ist hier eins, das heißt, möglicherweise beschäftigt man sich sehr viel mit den Dingen, an denen man arbeitet, oder man muss viel arbeiten, oder man löst hier auch eine Verstrickung im beruflichen Bereich. Die Veränderungsenergie ist hier eigentlich sehr groß, denn wir haben hier die Störche im Hause der Lilien drin, also auch alle Familienthemen, Ahnenthemen, Veränderungen im häuslichen Bereich hier auf dem kurzen Weg und auch etwas, was den Alltag so ein bisschen erhält oder wo es Erleichterung gibt im kleineren Bereich, Herzensprojekte, die ihr umsetzt. Die Selbstwertthemen sind ja auch mit dabei. Man spürt hier wieder, für was man was macht. Das Ablösen von einer verstrickten Situation im familiären Bereich kann hier sehr gut umgewandelt werden, ne? Auf einen besseren Weg gebracht werden. Tatsächlich wird der Beruf, die Berufung, alle Themen, an denen ihr arbeitet, hier auf einem sehr schnellen Weg eine neue Möglichkeit mitbringen, die sehr euren Vorstellungen entspricht und die auch damit verbunden ist, etwas ins Fließen zu bringen, was vorher gestockt hat. Wenn in unserem eigenen Haus die Sonne drin liegt, ist es eigentlich ein Monat, wo wir das, was wir anpacken, auch umsetzen können. Wir haben die Energie, die wir brauchen. Wir haben die Möglichkeiten, die Wege, die aufgehen, die Chancen, die sich auftun. Auch so dieses, ich stehe mal auf und beginne. Hier ist so ein Stück Weg der schicksalshaften Lebensreise zu sehen, die einen anderen Dreh mit reinkriegt. Hier geht es an die Dinge, die man euch verwehrt hat oder wo man denkt, das steht mir nicht zu, das kann nicht funktionieren. Das kommt hier in die Auflösung. Es geht darum, auch für euch sicherer zu fühlen mit den Dingen, die ihr anstrebt und die ihr habt. Für einige kann sogar sein, dass sie so ein ganz neues Kapitel im Beziehungsbereich anfangen oder im Liebesbereich, dass sich da etwas auflöst, das sehr mit Schatten behaftet war oder längere Zeit nicht gefunzt hat oder auch Schmerzen mitgebracht hat. Es können auch irgendwelche Verlustthemen sein. Und hier sieht man einfach ein Konstrukt, das langfristig für ein gediegenes Feld sorgt. Also für so einen guten Untergrund, ne?
Hier löst sich auch etwas auf, das mit Mangel zu tun hat oder das unklar ist, ne? Und auf seine schnelle Art, eine plötzliche Art und das damit auch einen Konflikt beendet und dir praktisch die Früchte deiner Arbeit bringt. Hier haben wir tatsächlich im finanziellen Bereich die Sicherheit drin, ne? Im Haus der Wege, das finde ich jetzt auch interessant, habt ihr entweder einen Unterstützer, einen Mensch, der einen guten Tipp hat, eine gute Idee oder der an sich für Klarheit sorgt oder für einen guten Ausgang. Oder aber auch die schicksalshafte Aufgabe, zum Beispiel bei allem, was ihr tun wollt, das so zu entscheiden, dass eure eigene Größe euch gut durchs Leben trägt, nennen wir es mal so. Die männliche Hauptperson geht hier raus. Im Haus der männlichen Hauptperson sehen wir hier den Fuchs drin. Da sind vielleicht die eigenen Dinge, die Lebenszweifel zu bewerkstelligen oder auch ein Konstrukt, wo man sagt, jeder hat darüber eine andere Vorstellung. Es geht um euch selbst im nächsten Monat, um das, was euer Leben betrifft, eure Erfahrungen, eure Wege, wo ihr auch merkt, ihr werdet vielleicht durch andere gehindert. All dieses kommt hier schön in den Flow, inklusive dessen, dass das Seelenleben sich sehr schön, ich will jetzt nicht sagen stabilisiert, aber es blüht irgendwo was auf. Ne? Guckt mal, wir haben den Hummel für euch. Hier geht es um das Thema Entfaltung und das passt hier wunderbar. Denn man erhält hier neue Impulse, da ist Aufbruchsstimmung, man macht sich bereit, man versucht für sich und seine Visionen einzustehen. Hier unten sieht man ja so diese Momente, wo man auch so das Gefühl hat, man hat so eine gewisse Hellsicht, die Intuition ist sehr hoch und man handelt aus einer gewissen Erfahrung raus. Oder man macht auch eine bestimmte Erfahrung, die ganz viele fruchtbare Erkenntnisse mitbringt und wo auch neue Energie, die liegt in unserem eigenen Haus, zum Fließen bringt. Ja, hier kann sein, es geht noch ein bisschen auf und ab, aber ja, mit der Wunscherfüllung entfaltet sich natürlich auch etwas zu euren Gunsten. Man kommt endlich weiter, auch da, wo es nicht richtig vorwärts geht, sagt die Hummel halt, anstatt immer an die verschlossene Tür zu klopfen, lasse mal los und öffne dich für einen neuen Blickwinkel. Das könnte hier auch der zündende Funke sein. Mach das nicht verbissen, beschränke deine Gedanken nicht oder deine Meinung. Und hier kommen ganz viele Möglichkeiten aus der Umgebung raus. Ne? Wir haben hier dieses Beglückende auch aus dem Umfeld. Fruchtbarer Austausch, gute Gespräche, Botschaften, Hinweise, wichtige Kontakte, die bei der Wunscherfüllung einfach mithelfen. Hier darf man aufatmen, wahrnehmen und so nebenbei für das Entstehen von guten Früchten sorgen. Nebenbei. Ja? Okay. Wir haben die Osterglocke, Fee mit dem Thema Neubeginn. Das ist selbstredend, ne? Das Kind liegt hier im Haus des Buches, hier eröffnet sich ein neues Kapitel. Im Haus des Kindes liegen die Lilien drin, also dieses Harmonisieren durch etwas, was man neu beginnt. Ja, und hier kriegt man einfach auch gesagt, hier entstehen schicksalshaft neue Wege, Möglichkeiten, die in einem bestimmten Zyklus eben zur Verfügung stehen. Und hier kommt ein neuer Abschnitt im Leben. Alles beruht ja auf diese Kreisläufe, vor allem auch die Jahreszeiten. Ja, und die Karte rät wirklich dazu, eine neue Seite im Buch deines Lebens aufzuschlagen. Das ist sehr schön. Das Buch liegt hier im Hause des Lebens drin. Lass einfach Altes los und fange neu an.
Es kann ja auch sein, dass man so ein bisschen out of the Komfortzone muss, ne? Dass man so vertraute Abläufe oder Muster nicht mehr macht und somit irgendwas Neues auch kreiert, das leichtere Fahrwasser mitbringt. Und es entwickelt sich hier eine neue Richtung. Gute Gelegenheiten kommen, man findet zur Ganzheit zurück, zur Vitalität, zur Lebenskraft. Und hier wird sich auch Erfolg einstellen, auch wenn man ein bisschen dran arbeiten muss. Ihr lieben Schützen, ich wünsche euch einen schönen Monat. Ich drücke euch bis bald.